Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier heute mein neuestes Projekt. Heute also geht es um die Neueinrichtung eines 30 Liter Aquariums. Zuallererst habe ich den Bodenfilter gebaut. Der Luftheber nach tschechischem Prinzip besteht aus einem 16 mm PVC-Rohr und ist mit Tangit verklebt. Das Ansaugrohr habe ich mit 5 mm Bohrungen versehen. Und hier habe ich an einem neuen Auslass rumexperimentiert. Dazu später mehr. Was ich für Materialien verwendet habe, seht ihr in der Beschreibung. Und wie man einen tschechischen Luftheber selber baut, seht ihr in dem Video in der Infobox. Zum Verkleben verwende ich ausschließlich Aquariensilikon und PVC-Kleber. Vorab aber ein ganz anderes Problem: Kalkreste an der Aquarienscheibe. Das Aquarium wurde mit hartem Berliner Leitungswasser betrieben und schon nach kurzer Zeit sind fiese Flecken auf der Scheibe entstanden. Kein Problem, alles was ihr braucht ist eine Zitrone. Kräftig einreiben und eine scharfe Rasierklinge. Die Scheibe darf nicht trocken sein, sonst könnt ihr euch das Aquarium böse zerkratzen. Also immer wieder mit der Zitrone nachreichen. Funktioniert einwandfrei, auch wenn die Projektleitung noch etwas skeptisch aussieht. Mit dem Schwamm noch die Zitrone eingerieben, abgekocht, ausgespült, fertig wie neu. Jetzt wird Zeit, das Ansaugrohr vom Bodenfilter einzukleben mit Aquariensilikon. Den Luftheber habe ich mit Kabelbinder und Saugnapf versehen an der Seitenscheibe befestigt. Ganz wichtig, dass der Luftheber nicht fest verbaut ist und gegebenenfalls ausgewechselt und gereinigt werden kann. Das führt mich gleich zum nächsten Schritt, dem Zeolit. Ich koche das Feuer mit heißem Wasser ab, um die Keimdichte zu reduzieren. Des Weiteren habe ich hier Mangrovenholz, welches nur gewässert wird und nicht abgekocht, ein Tigeraugenstein als Deko, etwas Moos und ein paar Pflanzen. Das Zeolit wird um das Ansaugrohr verteilt, nachdem das Silikon getrocknet ist, und soll verhindern, dass der Bodengrund angesaugt wird. Dann verteile ich den aktiven Bodengrund über dem Zeolit und dem Ansaugrohr gleichmäßig ca. 4 cm hoch. Durch das Ansaugrohr verwandeln wir den kompletten aktiven Bodengrund in einen Filter, einen Bodenfilter halt, in dem sich massig Bakterien ansiedeln können. Zu hoch solltet ihr den Bodengrund nicht aufschütten, sonst lässt sich der Luftheber schwer entfernen, ohne das Ansaugrohr zu verstopfen. Tigerauge, Wurzeln und Pflanzen eingesetzt. Ganz wichtig natürlich für das Nanobecken der Oxidator. Ich habe vorsorglich noch einen CO2-Topper eingebaut, auch wenn ich den jetzt noch nicht wirklich brauche. Und schon wieder heißt es Wassermarsch, in meinem Fall Osmosewasser um die 300 Mikrosiemens. Den Luftheber habe ich an meinen Kompressor angeschlossen. Darüber regle ich auch den Wasserdurchfluss des Bodenfilters. Leichtes Plätschern reicht in dem Fall. Mit dem mobilen HMF-Reaktor, den ich noch dazu setze, ist das kleine Becken klassisch überfiltert, was gerade Garnelenzüchter interessieren sollte. Jetzt noch etwas zu dem Wasserauslass. Hier mit 5 mm Bohrungen und auf der einen Seite verschlossen. Hier ein klassischer Auslass mit 60 Grad abgeschrägt, läuft sehr flüssig wie gewohnt. Der neue Auslass läuft nicht ganz so flüssig, gefällt mir aber auch sehr gut. Und zu allerletzt noch einmal eine ganz andere Variante.
Der Standardauslass mit 3 mm Bohrungen derzeit mein Favorit. Wenn man den am vorderen Ende allerdings verschließt, passiert das. So läuft das alles schon ganz rund. Viel höher hätte der Bodengrund nicht sein dürfen. Ihr seht hier auch noch einmal den H&F-Reaktor. Das war's auch schon wieder von mir. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen deiner Daumen da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut es jetzt. Aktiviert auch die Glocke und vergesst nicht, eure Tiere von mir zu füttern. Ich sage danke fürs Zuschauen, liebe Leute, und bis zum nächsten Mal.